In diesem Video möchte ich euch meine liebsten und kostenlosen Geländebauhelfer vorstellen bzw. nützliche Bastelwerkzeuge, die nur rund 1 Euro kosten. Dabei geht es ausdrücklich nicht um Bastelmaterialien, sondern ausschließlich um Tools und Werkzeuge. Also, los geht's, moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Diese beiden Würfelbauklötze begleiten mich seit den TWS-Anfängen und haben mir schon unzählige Male geholfen, Wände senkrecht auszurichten oder blitzschnell einen rechten Winkel zu überprüfen. Auch beim rechtwinkligen Zuschneiden von feinen Hartschaumbauteilen finde ich solche Würfel enorm praktisch. Ihr findet solche Bauklötze entweder für kleines Geld auf Flohmärkten oder gebraucht in dem ein oder anderen Kinderzimmer. Leere Joghurt- oder sonstige Plastikbecher werden bei mir immer abgespült und aufgehoben, denn sie sind ideal zum Anmischen von Farben. Zumal sich die Deckel auch prima als Palette eignen. Auch gläserne Schraubgläser von Pasten und Marmeladen hebe ich in der Regel auf, um darin zum Beispiel Pigmente, Streus, angemischte Farbreste, eigene DIY-Washes oder sonstigen Bastelkleinkram aufzubewahren. In der Regel kaufe ich Getränke nie in Einwegbehältern, aber sobald ein Strand oder größerer Sandhaufen in der Nähe ist, muss zumindest ein Wasser in einer Plastikflasche her. Denn nach dem Austrinken lässt sich in der Flasche prima etwas Sand verstauen, um damit später Gelände oder Spielplatten zu gestalten. Achtet nur darauf, dass es kein Verbot gibt und ihr den Sand wirklich mitnehmen dürft. Die Lagerung kostet euch dann nur die 25 Cent fürs Flaschenpfand. Pumpsprayflaschen schätze ich ebenfalls sehr, am besten mit einem feinen Zerstäuber, wie man ihn bei Deos findet. Damit lässt sich Beispiel Wasser gleichmäßig auf große Flächen auftragen, um diese für bestimmte Bemaltechniken anzufeuchten. Oder zum Versprühen von Flüssigkeiten zum Versiegeln von Gelände, also zum Beispiel Tiefengrund oder ein Leim-Wasser-Mix. Beachtet nur, dass ihr die Düse danach reinigen müsst, damit diese nicht verklebt. Ebenfalls enorm praktisch ist diese Öl- und Essigflasche aus dem 1-Euro-Laden. So habt ihr immer frisches Wasser parat und könnt es bequem dosieren, zum Beispiel um Farben zu verdünnen. Lange Zeit hatte ich das immer mit einer Pipette gemacht, aber mit so einer Flasche ist das deutlich einfacher und ebenso präzise. Wer schon mal Metalllineale gekauft hat, weiß, dass die Dinger richtig Geld kosten. Besonders die langen Lineale. Viel günstiger ist eine Profilleiste aus Aluminium aus dem Baumarkt oder die irgendwann mal vom Renovieren übrig geblieben ist. Damit habt ihr dann eine stabile Führung zum geraden Zuschneiden großer Platten und Bauteile. Und wer auf der Leiste eine Skala zum Abmessen vermisst, kann sich die wichtigsten Maße ja mit einem wasserfesten Stift markieren. Mein letzter Tipp ist komplett gratis und nur einen Klick entfernt. Denn im TWS-Archiv findet ihr mittlerweile über 500 Videos zum kostenlosen Anschauen. Darunter hunderte von ausführlichen Schritt-für-Schritt-Tutorials zum Basteln von Gelände und Bemalen von Miniaturen. Zum Beispiel findet ihr darunter auch Anleitungen, um für nur rund 1 Euro praktische Tools für den Proxxon Thermocut zu bauen. Nutzt am besten die YouTube-Suchfunktion, indem ihr Stichworte eingibt wie TWS Hügel, TWS Turm oder TWS Miniaturen bemalen. Habt ihr noch Tipps zu weiteren kostenlosen Bastelhelfern parat? Dann schreibt sie gerne in den Kommentarbereich, um dort die Fundgrube für gratis Geländebautools auszubauen. Ich sage vielen Dank im Voraus und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!